Hello exhibitors, hello journalists, hello future of production. Ja, Frau Becker hat ja schon einige nette Worte über mich verloren. Ich möchte mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Tanja Lee. Ich bin seit Januar Teil des VDW-Presseteams, also des EMO-Veranstalters, und freue mich, Sie hier recht herzlich zu begrüßen heute. Ich habe heute die Ehre, mit unseren beiden Geschäftsführern, Herr Dr. Schäfer und Herr Dr. Hering, ein bisschen mehr mit Ihnen zusammen über die EMO und die Highlights der EMO 2023 zu erfahren. Denn wir stecken gerade tief in den Vorbereitungen und in rund 8 Wochen ist es ja schon soweit. Wir freuen uns schon, die Vorfreude steigt. Und dieses Jahr, wie Sie wahrscheinlich alle schon gehört haben, lautet der Claim Innovate Manufacturing. Was bedeutet das konkret? Ja, Innovate Manufacturing, Sie haben das vielleicht schon gehört, als wir den neuen Auftritt der EMO vorgestellt haben, vor über einem Jahr. Steht für das Thema Innovationen auf der Messe. Die EMO ist die Leitmesse der Branche und stand schon immer für Innovationen und Trends, die sich für unsere Branche, für die Produktionstechnik abgezeichnet haben. Und letzten Endes zeigt der Tag eigentlich auch, dass es genau darum geht. Die Firmen werden hier ihre Innovationen, die wir auf der Messe im September erwarten dürfen, präsentieren. Es ist also die Aufforderung an die Aussteller, neue Themen auf die Messe zu bringen und mit den Kunden hierzu in den Dialog zu gehen. Es ist aber auch die Aufforderung, Innovate Manufacturing an den Kunden, frühzeitig sich über Neuigkeiten, Trends, die sich abzeichnen, zu informieren, um dies a. in seine Investitionsplanungen, in seine neuen Projekte einzubinden, um weiter zukunftsfähig zu sein, aber auch durchaus zu prüfen, was in den Bestand, in das Brownfield seiner Produktion noch umgesetzt werden kann, um effektiver zu werden im Sinne von Digitalisierung oder anderer Themen, die im Augenblick am Horizont sind. Also beide Zielgruppen, die für uns wichtig auf der Messe sind. Aussteller wie Besucher sollen hiermit angeregt werden, das Thema Innovation in den Blick zu nehmen. Ja, und eben nicht nur in der Technik, sondern es geht auch darum, die Geschäftsmodelle beispielsweise, die man hat, zu überdenken, weil natürlich die Themen Digitalisierung, Herr Schäfer hat es gerade schon angeschnitten, ja, ermöglichen völlig neue Geschäftsmodelle, ermöglichen auch internationaler vielleicht tätig zu werden, als es in der Vergangenheit war. Auch das ganze Thema, wie verändern sich eigentlich Arbeitsplätze durch Digitalisierung, durch moderne Technik, ist ein wichtiges Thema. Wir alle wissen, dass es schwieriger wird, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Teilen der Welt Fachkräfte zu bekommen. Also muss man sich Gedanken machen, wie kann man eigentlich Arbeitsplätze verändern, wie kann man Arbeitsplätze so gestalten, dass man die Möglichkeit hat, Leute anzusprechen, vielleicht auch ältere Mitarbeiter länger zu beschäftigen. Das sind alles Themen, die es gilt zu diskutieren. Und dann natürlich noch ein ganz großes Thema, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen und was kommt da auf Sie als Unternehmer, aber auch auf die Kunden zu und was bedeutet das? Und müssen Besucherinnen und Besucher das jetzt schon berücksichtigen? Ja, wir kennen das in Europa, was an Regularien, nicht zuletzt im Bereich Umwelt, auf die Unternehmen zukommt. Nur ein Schlagwort, das Thema Berichtspflichten, das gilt im ersten Schritt nur für große Unternehmen. Aber wie das immer so ist, entlang der Produktionskette wird es dann auch an die kleineren Unternehmen weitergegeben. Das heißt, wir alle Unternehmen haben irgendwann das große Thema, ja, ich muss Daten liefern zum Thema Nachhaltigkeit vor sich. Insofern ist es ratsam, sich damit zu beschäftigen. Und wie wir aus unseren Reisen nicht zuletzt wissen, das ist nicht nur ein europäisches Thema, sondern in fast allen Teilen der Welt gewinnt das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung, wenn auch etwas unterschiedlich ausgestaltet. Insofern ist es, glaube ich, für alle Besucher wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu betrachten, was bedeutet das in einem Produktionsbetrieb, was bedeutet das für meinen Maschinenpark, wenn ich nachhaltiger produzieren muss. Und was würden Sie jetzt sagen, warum Aussteller und Besucher unbedingt bei der EMO dabei sein sollten? Ja, ich fange vielleicht mal mit den Ausstellern an. Die EMO ist, glaube ich, die Innovationsplattform für die Unternehmen, die Produktionstechnologie herstellen. Das heißt, dort präsentieren sich die weltweiten Anbieter einem breiten Publikum und da gilt es dabei zu sein, auf dieser Innovationsplattform präsent zu sein und das den Besuchern zu spielen. Und damit positioniert man sich natürlich in dem internationalen Wettbewerb, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber es ermöglicht natürlich auch die Vernetzung
die Kontaktaufnahme mit den möglichen Kunden, mit den Besuchern. Das ist ein ganz wichtiges Thema und somit unterstützen wir natürlich auch den Transfer zu all den Themen, die ich eben schon mal so ein bisschen angeschnitten habe, von den Unternehmern zu den Besuchern und umgekehrt, sodass da ein enger Austausch stattfinden kann. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, dass man die unterschiedlichen Gegebenheiten, die unterschiedlichen Möglichkeiten auf dieser Messe diskutieren kann und sich somit entsprechend positionieren kann und das nicht nur sozusagen direkt vom Kunden zum Lieferanten, sondern auch mit angrenzenden anderen Branchen, die dann eben auch auf dieser Messe präsent sein werden. Und wie sieht es mit den Besuchern aus, Herr Dr. Schäfer? Ja, das leitet sich ja unmittelbar aus dem ab, was Markus Hering gerade gesagt hat. Wir haben hier die gesamte Breite des Angebotes und international, das heißt also, der Besucher kann hier wirklich die verschiedenen Produktgruppen und die wichtigsten Anbieter in den Vergleich nehmen für seine Projektentwicklung. Es ist auch die gesamte Wertschöpfungskette auf der Messe abgebildet, von der Software, Steuerungstechnik, Maschine, Werkzeug, Messtechnik, sodass er unter Umständen zwar einen bestimmten Investitionsbedarf hat, aber dennoch auch die Randbereiche beleuchten kann, weil die nächsten Investitionen kommen in der nächsten Zukunft. Also auch da gilt es, Wissen aufzunehmen, Trends aufzunehmen für den Besucher. Herausstellen möchte ich, dass eben die EMO als einzige Messe weltweit nur eine Messe der Hersteller ist. Das heißt, also der Kunde kann hier mit seinem Thema, mit seinem Projekt direkt mit den Fachleuten der Hersteller ins Gespräch gehen. Es sind also keine Händler auf der Messe vertreten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und bietet einen besonderen Mehrwert im direkten Dialog mit dem Aussteller. Und bei der EMO reden wir ja von der Weltleitmesse der Produktionstechnologie. Was würden Sie denn sagen? Erzählen Sie uns ein bisschen mehr über die technischen Trends, die uns erwarten können. Ja, mit den Trends, das ist immer so ein Thema. Aber ich glaube, im Vordergrund steht erstmal, dass der Kunde grundsätzlich den Bedarf hat, so 3 Kernthemen weiterzuentwickeln, zu optimieren, also Produktivität, Flexibilität auch angesichts kleinerer Stückzahlen oder das Thema Qualität. Also darauf zahlen auch die Trends ein, die in verschiedenen Zeiten der Vergangenheit unterschiedlich waren. Es gab Maschinen mit kombinierten Technologien, eben auch um Produktivität zu steigern, nur eine Maschine nicht mehr umspannen. Und so zahlen die Trends, die wir auch heute sehen, grundsätzlich auf diese übergeordneten Bedarfe ein. Also wenn wir über Digitalisierung sprechen, ist das ja kein Selbstzweck. Am Ende des Tages muss ein Teil produziert werden und die Digitalisierung zahlt auch auf Produktivität ein. Geringere Ausfallzeiten beispielsweise, wenn wir über Predictive Maintenance reden. Es zahlt auch auf Produktivität ein, wenn wir aktuell sehen, dass die Automatisierung, egal in welcher Form, auf der Werkstück- oder auf der Werkzeugseite immer mehr Bedeutung gewinnt. Und zwar in allen Märkten ist das zu beobachten. Und das sind alles Themen, die wir ja auf der EMO sehen werden. Und besonders, was eben schon angesprochen ist, was vielleicht sogar noch übergeordneter ist, weil es auf keines der Themen so wirklich einzahlt, ist das Thema Nachhaltigkeit, stark getrieben durch den gesellschaftlichen, politischen und auch gesetzgebenden Rahmen. Und dazu werden auch sicherlich viele Firmen Lösungen zeigen, denn im Sinne der Berichtspflicht werden auch die großen Kunden bis runter in die Produktion dieses Thema betrachten müssen. Gibt es darüber hinaus noch weitere zukunftsträchtige Trends, die wir hören sollten? Ja, wir haben noch einige Themen in den sogenannten Future Insights zusammengefasst, wo wir nochmal ein spezielles Dialogformat anbieten möchten, um Kunden und Hersteller direkt in Kontakt zu bringen. Da geht es einmal um The Future of Business, also um neue Geschäftsmodelle, das hatte ich eben schon angeschnitten, die durch Digitalisierung beispielsweise ermöglicht worden sind. Aber es geht natürlich auch bei Future of Business darum, welche Märkte hat man vielleicht bisher nicht bearbeitet, die man zukünftig stärker in den Fokus nehmen konnte. Bei der Betrachtung, wie die globale Welt oder die globalen Märkte sich verschieben, gibt es da sicherlich einige spannende Themen. Es geht natürlich um The Future of Connectivity, also was aus der Digitalisierung, aus der Machine-to-Machine-Communication an Möglichkeiten erwächst und als letztes auch nochmal um the future of sustainability in production, also was aus dem Thema Nachhaltigkeit in der Produktion an Möglichkeiten, an Aufgaben erwächst.
Ja, wir hören jetzt von diesen besonderen Themen und was würden Sie dann sagen, welche Möglichkeiten die Aussteller selbst haben, diese Themen auf der EMO zu platzieren? Sie können sich natürlich beteiligen an den verschiedenen Formaten, die wir haben, an Präsentationen zu diesen Themen. Die Formate sind noch offen, das heißt, wer jetzt beispielsweise zum Thema Konnektivität sich beteiligen möchte, kann sich melden und kann da mit Vorträgen beispielsweise direkt dazu beitragen, dass das Dialogformat in diesem Feld aufgemacht und erweitert wird. Und gibt es darüber hinaus noch irgendwelche, wir hatten gehört, es gibt vielleicht noch Foren, gibt es da noch ein paar Informationen zu? Ja, es gibt 2 Forenplattformen in der Messe, Halle 9 und Halle 16, wo jetzt zum einen die Unternehmen die Möglichkeit haben, Innovationen zu präsentieren, etwas ausgiebigerer Form, wo eben die Besucher direkt mit dem Vortragenden in den Dialog gehen können. Das sind also verschiedene Angebote, die auf der Messe standardmäßig und von uns auch dieses Jahr wieder realisiert werden. Und könnten sich die Aussteller jetzt zum Beispiel auch schon direkt zu den Foren anmelden? Ist das schon am Laufen? Sie können sich schon anmelden, das ist offen. Wir werden das dann entsprechend in den Wochenzeitplan hineinstrukturieren. Es gibt auch Halbtage, die schon gesetzt sind mit einzelnen Themen, ob das jetzt ist New Digital Work oder E-Mobility oder auch das Thema klimaneutrale Produktion. Das sind Themenblöcke, die von uns mitorganisiert werden mit Partnern, sodass es auch da interessante Vorträge gibt im Sinne der Wissensvermittlung, die neben dem Thema Produkte und Lösungen der Aussteller auch auf der EMO wahrnehmbar sind. Was vielleicht noch, wenn ich das ergänzen darf, wichtig ist für die Aussteller, es gibt natürlich auch Gemeinschaftsstände wieder mal zu ein paar Themen, also zum Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, das hatten wir schon zum Thema Konnektivität, aber auch zum Thema Cobots, also zum Thema Collaboration zwischen Robotern und Menschen. Und auch zum Thema Additive Manufacturing, ja auch ein spannendes Thema, wo es darum geht, Bauteile nicht mehr wie in der Vergangenheit subtraktiv zu fertigen, sondern additiv. Und in Ergänzung zu diesen Gemeinschaftsständen gibt es auch noch 2 Sonderstände zu den Themen, einmal Bildung, Ausbildung und auch zu dem Thema Start-ups. Das ist vielleicht auch noch wichtig, um das Gesamtangebot abzurunden an der Stelle. Also wir können uns auf jeden Fall auf sehr, sehr viele unterschiedliche spannende Formate freuen. Und Sie hatten es ja vorhin ein bisschen angerissen, Herr Dr. Schäfer, worauf sich auch die Besucherinnen und Besucher auf jeden Fall freuen können. Gibt es darüber hinaus noch Sachen, die Sie im Köcher haben? Ja, ich denke, wichtig, wir haben es eben angesprochen, ist das Thema Konnektivität. Wir haben ja schon eben gehört, auch von Frau Becker, dass es um die Standardisierung in der Konnektivität geht. Es gibt seit 10 Jahren die Diskussion zu IoT oder Industrie 4.0. Mittlerweile reden wir schon über Industrie 5.0. Ich glaube, wir sollten 4.0 erst noch zu Ende bringen. Aber natürlich gibt es Lösungen, aber viele dieser Lösungen, sehen wir ja, sind proprietär, sowohl auf der Daten-Push-Seite, also auf der Steuerungsseite insbesondere, aber auch auf der Plattformseite. Das ist schwierig in der Umsetzung für den Mittelstand, für KMUs. Deswegen gibt es ja seit geraumer Zeit die Initiative, Standards, eine Sprache für die Produktion zu gestalten auf der Basis von OPC-UA, was wir unter dem Markennamen UMATI zusammengefasst haben. 50 Gruppen arbeiten an den verschiedenen Standards. Wir werden heute Nachmittag dazu noch mehr Details hören. Und das ist wichtig. Wir brauchen eine standardisierte Sprache über alle Technologien, weil der Kunde hat ja nicht nur eine Werkzeugmaschine. Der Kunde hat eine Produktionslinie, die er gesamt optimieren, überwachen, monitoren will. Und deswegen braucht er aus allen Elementen dieser Produktionskette in einem Standard die Daten und Informationen. Und das ist etwas im Schwerpunkt, was eben auch auf der EMO abgebildet wird. Und diese Daten, wenn ich das noch ergänzen darf, sind eben wichtig, wenn es
Auch darum geht zum Beispiel abzuschätzen, wann muss ich eine Maschine aus der Produktion nehmen, wann führe ich sinnvollerweise eine Wartung durch. Also das ganze Thema Predictive Maintenance, vorherzusehen, wann es sinnvoll ist, eine Überholung, einen Wechsel, einen Austausch von Ersatzteilen vorzunehmen. Entweder muss ich den vorziehen oder ich kann ihn ein bisschen länger rausschieben und somit die Maschine länger in der Produktion lassen. Und das, was ich schon mal angeschnitten habe, das Thema natürlich aus den Daten, die ich zur Verfügung habe, was kann ich damit eigentlich noch an weiteren Services für Kunden anbieten oder als Kunde, was kann ich daraus an Services vom Hersteller beziehen, was kann ich nutzen und was kann ich daraus für neue Geschäftsmodelle ableiten, kann ich mit Plattformen arbeiten, kann ich anders auf meine Kunden zugehen, ganz spannendes Thema und da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren nochmal das geschäftliche Umfeld deutlich verändern. Und wer das jetzt alles noch miterleben will, wovon Sie sprechen, kann sich ja noch zur EMO anmelden. Die Anmeldungen laufen ja auf Hochtouren. Möchten Sie uns mal verraten, Dr. Hering, wie viele Anmeldungen es bis jetzt gibt? Also wir haben derzeit etwas über 1700 Anmeldungen aus aller Welt, wobei das ist gerade so eine Bestandsaufnahme, es kommen noch täglich neue Anmeldungen hinzu. Das ist ja ein Phänomen, was wir seit geraumer Zeit sehen, dass diese Anmeldungen immer näher an die eigentliche Messe heranrücken und viele nicht mehr weit im Vorfeld anmelden. Der Ticketshop für Besucher ist seit einiger Zeit geöffnet unter www.hannover.de. Dort können sich die Besucher anmelden und bekommen dann ihren Ticketcode, den man dann beim Besuch entsprechend einsetzt. Und gleichzeitig haben auch die Aussteller die entsprechenden Ticketcodes zur Verfügung bekommen, die sie dann an ihre Kunden weltweit versenden können, damit die eben auch auf die EMO kommen und die EMO besuchen können. Und wenn wir jetzt die potenziellen Aussteller ansprechen, die jetzt noch einige Wochen Zeit haben, aber sich auf jeden Fall natürlich beeilen sollten mit der Anmeldung. Was würden Sie sagen, Dr. Schäfer, was haben Sie für eine Message für diese Aussteller, die jetzt Lust haben, sich zur EMO anzumelden? Ja, es ist noch nicht zu spät. Von daher kann ich jeden nur auffordern, zu prüfen, auch dieses Jahr wieder auf der EMO dabei zu sein. Das ist eine einmalige Chance, sich im Wettbewerbsumfeld Produktionstechnik international zu präsentieren. Es gibt auch für den schnellen Entschluss Standbaupakete. Es gibt die Möglichkeit, wenn man sich thematisch positionieren will, das kann ich nur empfehlen, die Angebote der Gemeinschaftsstände anzusehen, weil die haben natürlich einen gewissen eine Besucheranziehung zu den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Cobots, wir haben sie genannt. Also das ist nochmal eine sehr gute Möglichkeit, ohne viel Aufwand ein volles Paket anzunehmen und sich zu einem bestimmten Thema auf der Messe zu präsentieren. Wow, jetzt haben wir auf jeden Fall von der Fülle an Themen gehört, von dem tollen Angebot, das uns auf der EMO erwarten wird. Gibt es jetzt noch irgendetwas, was Sie uns erzählen möchten, ein paar mehr Einblicke, was uns außerdem noch erwarten wird, was wir noch nicht gehört haben, Herr Dr. Hering? Also ich glaube, wir könnten noch 20 oder 30 Minuten reden, aber wir wollen es nicht übertreiben. Vielleicht noch ein Thema, was ich an der Stelle platzieren möchte, und zwar das Thema Startups. Das kennen Sie oder der ein oder andere bestimmt schon aus der Vergangenheit, dass wir dort einen Start-up-Bereich hatten, an dem sich Start-ups präsentieren können. Das haben wir wieder geplant für dieses Mal. Wir gehen davon aus, dass wir wieder um die 50 Start-ups dabei haben werden. Es geht eben darum, junge Unternehmen, frische Ideen, innovative Produkte dort auf der Messe zu platzieren und den Besuchern, aber auch den Ausstellern zu präsentieren. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit dieser Startup-Area, mit diesem Bereich, wir eine Plattform bieten, wo eben ein Austausch stattfinden kann von klassischen Ideen, von klassischen Technologien mit modernen Innovationen, die auch vielleicht mal einen völlig anderen Ansatz nehmen. Und das ist grundsätzlich, glaube ich, für eine Industrie wichtig, dass man eben die jungen Unternehmen, die Start-ups zusammenführt mit den etablierten Unternehmen, weil aus dieser Mixtur häufig viele gute Ideen erwachsen, viele gute Geschäftsmodelle erwachsen und es einfach dazu beiträgt, dass eine Industrie sich weiterentwickelt, sich weiter an den modernen Möglichkeiten orientiert. Und für die Startups ist es eben auch so, dass sie auf erfahrene Kolleginnen und Kollegen treffen, die eben aus den etablierten Bereichen kommen und eben die umgekehrte Sichtweise auch an die Startups heranbringen, die damit auch lernen, ihre eigenen Ideen zu hinterfragen und sich zu positionieren. Es geht also in der Summe, wie bei fast allem auf dieser Messe, um Networking,
um direkte Kontaktaufnahme, um Dialog und eben bei den Start-ups durchaus auch um Matchmaking, um Kontaktaufnahme, die für beide Seiten oder für alle Seiten, also Aussteller, Besucher, Start-ups, wichtig sind und ich glaube eben die Industrie an der Stelle deutlich weiterbringen können. Ja, nicht vergessen wollen wir das Thema Aus- und Weiterbildung. Sie kennen das, wir haben immer einen großen Messestand auf der EMO betrieben, um junge Menschen auf die Messe zu fahren, ca. 6.000 Schülerinnen und Schüler und sie für technische Berufe zu begeistern. In diesem Jahr ist das Konzept aber erweitert und ergänzt. Es geht auch darum, mit den Unternehmen zum Thema Aus- und Weiterbildung ins Gespräch zu gehen, denn wir alle sehen den Fachkräftemangel. Wir können auf der Messe keine Fachkräfte präsentieren, vorstellen und ihnen anbieten oder den Unternehmen anbieten, aber wir wollen aufzeigen, dass es notwendig ist, Ausbildung und Weiterbildung modern zu gestalten. Dazu haben wir ein entsprechendes Angebot auf dem Sonderstand Bildung. Es geht um E-Learning mit modernen Tools, die wir zusammen mit Partnern präsentieren werden, die Content bieten, spezielle Verlage, Industrieunternehmen, die Ausbildungsmodule über E-Learning-Plattformen anbieten können, sowohl für die berufliche Grundausbildung als auch für die innerbetriebliche Weiterbildung. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, junge Menschen zu begeistern, in diese Berufswelt einzusteigen, wenn ich ihnen zeige, dass auch der Weg dahin mit modernsten Lehrmitteln gestaltet wird. Also auch das wird eine neue, interessante Thematik auf der EMO werden. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Schäfer und Herr Dr. Hering, für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, wir wissen jetzt alle nun einmal mehr, was uns erwarten kann und der September kann so langsam kommen.